Wie du eine erweiterte Geräteselektion in GrandMA 3 on PC mittels MA-Tricks und Grid Selection machst, das erfährst du jetzt. Hallo hier auf Stage 223, ich bin der Jan und wir machen heute wieder was zum Thema GrandMA 3 on PC und in diesem Tutorial-Video geht es darum, um erweiterte Geräteselektionen. Da gibt es zwei Tools, die ich euch in diesem Video präsentieren möchte. Zum einen einmal die MA-Tricks und auch einmal die Grid Selection. Wenn du noch nicht weißt, wie man die einfache Selektion macht, schau gerne unser Video von davor an. Da haben wir ein bisschen mal die einfache Geräteselektion gezeigt. Wir haben aber auch eine komplette Playlist, also es ist nicht das einzige Video, sondern es gibt mehrere Videos zum Thema GrandMA 3 on PC, die kannst du dir gerne anschauen. Auch diese Playlist habe ich dir oben rechts in der Infokarte verlinkt. Legen wir direkt los und zwar mit der Grid Selection. Die Grid Selection kann ich mir hier einfach hinzufügen. Wir haben ja hier schon das Fixture Sheet und die Gruppen und ich kann mir jetzt hier sagen, unter Selection Grid kann ich mir das quasi hier anwählen und so sieht das Ganze aus. Wir machen es vielleicht noch ein bisschen größer, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und im ersten Moment fällt halt auf, es sieht halt aus wie ein normales Koordinatensystem aus dem Matheunterricht und genau das ist es halt auch. Wir haben hier oben die X-Achse und hier unten die Y-Achse. Es gibt auch noch eine Z-Achse, aber die lassen wir jetzt an dieser Stelle erstmal außen vor. Wenn ich jetzt hier auf der linken Seite meine Scheinwerfer auswähle und mir dann den Selection Grid anschaue, dann sehen wir hier, dann hat er die jetzt quasi auf dem Punkt, wo ich vorhin quasi angewählt hatte, auf der Koordinate, da hat er die jetzt entsprechend platziert. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze nochmal cleare und dann eine andere Position anwähle und dann wieder den Selection Grid oder die Scheinwerfer selektiere, dann sehen wir, dann macht er das auf der anderen Stelle in dem Selection Grid. Ich kann diese Selektion natürlich auch speichern, das heißt, ich kann mir das hier auch als Selektionsgruppe speichern. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich das Fixture-übergreifend machen kann. Das heißt, ich kann mir hier eine gewisse Selektion bauen, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal nicht so eine Standardselektion machen, sondern mal so ein bisschen was anderes, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich möchte das zum Beispiel jetzt mal in diesem Raster speichern, das sieht so ein bisschen anders aus, so, hier ist jetzt auch von der Selektion her, wie der Reihenfolge, ist das jetzt erstmal nicht so kritisch. Ich will das nur einmal zeigen, damit ihr wisst, wie das Ganze ungefähr aussieht. Und diese Selektion kann ich mir jetzt quasi über den Store Key, wenn ich hier einfach auf Store klicke, entsprechend auf einer Gruppe speichern und habe die dann entsprechend drin. Und wenn ich dann das Ganze einmal wieder cleare und dann hier die Gruppe anwähle, dann ist wieder genau die gleiche Selektion da und das hilft mir natürlich auch enorm weiter an gewissen Punkten. Eine zweite Möglichkeit, wie ich die Grid Selection machen kann, ist ebenfalls über die Tasten, über die Command. Da klicke ich wieder hier einmal drauf und klicke hier auf den MA-Button, halte den gedrückt und habe dann hier die Auswahlmöglichkeit Grid. So, dann sehen wir hier unten Grid und wir haben dann die Möglichkeit, entsprechend die Koordinate einzugeben. Das heißt, wir können sagen, okay, wir wollen jetzt die X-Koordinate 3 und dann hier einmal den Slash und die Y-Koordinate ebenfalls 3. So, dann klicken wir auf Please und dann sehen wir, dann hat er das auf 3 positioniert und dann kann ich da meine Geräte entsprechend zuordnen und mir das wunderbar einbauen. So, jetzt haben wir diese Geschichte und ich würde sagen, wir fügen jetzt nochmal hier unter 3.5 auch nochmal was hinzu. Also ich gehe wieder zurück und sage wieder hier MA-Key Grid 3.5. Please. Und dann haben wir jetzt hier quasi die zweite Reihe und da platziere ich mal jetzt meine Washlights, also meine Sparks und die markiere ich wieder hier und dann sehen wir hier, dann sind die genau gleich angeordnet. Wenn ich hier oben auf diesen Pfeil klicke, dann wird das Ganze auch nochmal ein bisschen entsprechend in der richtigen Ansicht angezeigt. Und was jetzt das Tolle daran ist, dazu muss ich einmal den 3D-Editor aufmachen. Ich mache das hier mal ein bisschen kleiner. Ich hoffe, man kann es dann gleich noch sehen. Dass man natürlich eine gewisse Selektion machen kann. Wenn ich jetzt hier den 3D-Editor noch dazu packe, sehen wir, haben wir die hier beide ausgewählt. Und ich kann jetzt Befehle über die komplette Selektion machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, das ist jetzt meine Backtruss, das ist meine Fronttruss, kann ich hier unten einfach eingeben add 0 through 100. Das heißt, ich stelle den Dimmer-Value von 0 bis 100, aber nicht nur auf der Backtruss, sondern auch auf der Fronttruss. Das heißt, wenn ich dann jetzt Please drücke, dann sehen wir hier, macht er diese Selektion über die kompletten Scheinwerfer, die ich selektiert habe. Und das ist eigentlich der große Vorteil, den ich hier mit diesem Selection Grid habe.
Eine weitere Möglichkeit der Selektion sind die MA-Tricks. Dazu gehe ich wieder hier in den leeren Bereich, ziehe mir einmal wieder hier das Fenster auf und wähle dann hier unter More MA-Tricks aus. So, dann haben wir jetzt hier so eine Selektion. Wir schauen uns jetzt bei den MA-Tricks die X-Geschichte an und damit ihr seht, wie diese Selektion mit MA-Tricks funktioniert, müssen wir als erstes einmal hier unsere Mega-Pointies selektieren und dann können wir hier oben mit dem X ähnlich wie mit dem Previous und Next Button durch die einzelnen Geräte switchen oder durchwechseln. Und ich werde euch jetzt mal die einzelnen Effekte zeigen, beziehungsweise die einzelnen Selektionsarten. Wir fangen an mit dem X-Block. Beim X-Block kann ich sagen, okay, ich will jetzt zum Beispiel Geräteblöcke von 2 haben. Und ich kann hier oben wieder mit dem X entsprechend durch meine Selektion, durch meine Gesamtselektion durchskippen und mir das entsprechend anzeigen. Und ihr seht ja hier unten auch schon, das X-Block ist quasi ein Block von Geräten. Ich kann das Ganze natürlich jetzt auch jederzeit resetten, also klicke ich hier oben auf Reset und dann schauen wir uns das Ganze mal mit X-Group an. X-Group ist eine Aufteilung, das heißt, wenn ich jetzt mal hier sage, ich wähle 2 an und wähle hier oben wieder das X, dann sehen wir hier, hat er zum Beispiel die geraden und ungeraden Scheinwerfer. Das ist halt auch extrem hilfreich, wenn ihr wirklich große Rigs habt, wo ihr wirklich coole Effekte machen wollt. Und wenn man natürlich dann vielleicht zum Beispiel so Dimmer-Geschichten machen will, dann kann man natürlich immer die geraden und die ungeraden nehmen. Die nächste Funktion ist X-Ring. Klingt so ein bisschen so wie bei Star Wars, muss ich sagen. Ist fast so ähnlich. Aber wenn ich zum Beispiel hier bei X-Wing 2 auswähle, dann nimmt er immer die beiden äußeren, die dann immer weiter in Richtung Mitte gehen. Jetzt resette ich das Ganze nochmal und wir schauen uns dieses X-Width an. Das ist quasi die Breite. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, ich möchte einen Abstand von 3 haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal durchgehe, dann sehen wir hier, hat er einen Abstand von 3. Das heißt, jedes dritte Gerät, 1, 2, 3 und dann kommt der nächste. So könnt ihr natürlich da auch dann gewisse Selektionsgruppen bilden, die ihr auf jeden Fall braucht. Diese Selektionsgruppen kann ich mir natürlich ähnlich wie beim Grid by the Grid Selection auch hier unten in meine Gruppen entsprechend abspeichern, sodass ich die immer wirklich auf dem Short-Zugriff habe. Jetzt würde ich von euch gerne mal wissen, nutzt ihr so MA-Tricks? Hilft euch das? Schreibt mir auch gerne mal einen Kommentar unter dieses Video. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr einmal die Glocke läuten würdet, damit ihr nicht verpasst, wenn wir ein neues Video hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne auch unten unter die Kommentare schreiben und mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer Practice and Enjoy.